Es sind die absoluten Legenden der Counter-Strike-Geschichte. Hi, ich bin Fatih Daik, besser bekannt als Scott B. Hey, I'm Victor Voitas, my nickname is Stars and enjoy watching. Hi guys, I'm Emil Christensen, also known as Hitot. Und er macht den ersten Frag hier mit der USP, der zweite im Wasser, jawohl, Welcome, verschießt hier ordentlich. Mit der AK, probiert der Frag Nummer 3, schafft er! Hier ist Jonas Pollack, besser bekannt als Johnny R. Hey, my name is Danny Montana, my alias is Fraud. Wie viel kann er mitnehmen? Kann er die Runde irgendwie klonen? Den ersten macht er, dann macht er den Quickscope. Und dann ist es der 3K. My name is Patrick Satterman, also known as Karn, representing Fnatic. Hi, my name is Ioan Sukharev and my nickname is Edward. Geht rein ins Duell. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Das sind die Counter-Strike-Superstars. Spawn. Spawn plays it smart. He's going to be able to sneak right in there. He's working his way in there. Here comes the defuse. He's going to get it. He's waiting for it. He's getting his big shot. Mega Typ, mega Mensch, sehr fokussiert, krasses Aiming. He was in his own world in a way, which, you know, because he was such a unique player. So he did those kind of things that we just enabled him. Do your thing and we'll do this. Der Versuch ging als er hat's geschafft aus, weil die Geschichte so geil und das so was Besonderes war und hat auch seine Kreativität gezeigt als Spieler. Jaguar. Wo ist der? Capio. Ich will provozieren ein bisschen. Ich habe ja auch gerne mal Leute gemessert im Spiel. Auch mal in einem Finale, der letzte Kill, gar kein Problem. So easily, Capio wins it with a knife! And that just adds insult to injury! The Germans have done it in style! Walle. Er schafft den ersten, schafft den zweiten, die Ts kommen weiter vorgestimmt, er macht 4 schon und er macht das Ace! Unglaublich! I was kind of lucky that they were just charging into me, because, you know, I could just move with the flow in this clip. The next guy is just coming whenever I have the opportunity to no-scope the next time, and then the next time. So it was kind of lucky, and they played into my, you know, strengths, to be honest. Keisha. Eat Sliver Deutschland. Perfect. I love you, Germany. You're my favorite. I always held him at the highest regard. I felt like he was one of the best players. He was just someone that I kind of had my eyes on as I need to be better than him. So, you know, I always felt like the ultimate respect for him. And it was just someone that I felt like I played really, really good against because I was extremely motivated to show the world that I was a better player. But that doesn't take away from the fact that he was, you know, one of the best players with it. Obviously revolutionized a lot of the op, and especially like the close range, no scopes, things like that. Chefkoch. Das Reisen, nette Leute treffen, nette Community, auf Alternate-Rechnungen essen. Wenn man das mal so sehen darf. Verrückter Kerl. Das trifft's, glaube ich, am besten, aber einfach ein Bombentyp, immer gut gelaunt, immer motiviert, Herz am richtigen Fleck, einfach Wahnsinn. Ganz fantastische Art zwischen sehr analytisch, diszipliniert und auf der anderen Seite total verrückt, offene Art, super sympathisch. Tess. It was my whole life. That's my life, like esports is my life, the career is my life. I started when I was 14 years old. I don't know anything else as good as I know esports. Der verrückteste Vogel, klasse Leader und wahrscheinlich der beste Mate, den man haben kann, um eine Kugel für einen abzufangen. Rambo. 3D Rambo war natürlich auch super Legende für uns und ich konnte auch jetzt nicht so viel gegen ihn spielen, weil das alles ein bisschen vor meiner Zeit war. Aber das war alles eine Zeit, wo ich halt ein absoluter Fanboy war von diesen Spielern und der zählt auch auf diese, nicht so hoch vielleicht wie Potty und Heaton, aber der ist auf jeden Fall auch oben als Ikone dabei. Whose AUG is this?
Robin. BFF-Star. Storm. Solo. Snaden. Neo. Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel, womit man aufgewachsen ist dann und was auch am meisten Spaß gemacht hat, sage ich mal. Ne? Und jetzt wieder auch Spaß macht mit CS2. Ist auf jeden Fall ein geiles Game. Markelov. Wilde. MSX. Sonic. Fisker. DSN. Und da wird auch schon der erste weggekegelt. Kurz drauf ist es allerdings auch schon vernebelt. Muss sich jetzt hier ein bisschen Sicherheit Richtung lang schaffen, denn der Druck von Kurz und von Balcony kommt den ersten aus der Luft gepflückt. Oder der zweite muss seinen Balkonienurlaub hier frühzeitig beenden. Und da kommt er auf der Kiste hoch, aber auch der wird weggefrühstückt. Und da ist noch einer übrig und den macht der in-Style DSN. Fnatica going to win the Intel Extreme Masters. Roman R. And here comes Miles. Oh, they got a gun, and they went up there and wiped SK. Roman. 3 of them. Oh, man. My clutch play from Roman right there. Just came around and laid the smackdown. Got it done. They waited, they timed it, and Roman got the hop on SK and just owned him. Mir war natürlich nicht bewusst, dass da jetzt so ein großer Haufen da oben sitzt. Und irgendwann habe ich da eine Waffe fliegen sehen. Habe die Waffe irgendwie beim Rüberwerfen bekommen. Und ich glaube, die waren genauso überrascht wie ich, was denn da sich abgespielt hat. Und ja, war ganz lustig. Er war der erste Spieler, wo ich gemerkt habe, er versucht wirklich ein perfektes Spiel zu machen und keine Fehler zu machen. Roman R. war sehr konstant, die Konstanz in Person. Danach konntest du dich immer richten und dich auch immer darauf verlassen. Und in der Vorbereitung sehr diszipliniert, hat dafür gesorgt, dass du einfach mit guten Gefühl ins Spiel gegangen bist, weil du genau wusstest, okay, du musst das machen, du musst das machen. Am ziehenden Meister ist Pro Series Mossboards. Der so ein bisschen seriöse, glaube ich. Roman R. ist so der so plötzlich auf so einem Albumcover so ein Jackett angehabt hätte oder nur so eine Krawatte um oder so. Den hätten sie so ein bisschen auf seriös gemacht. Und so ein bisschen der Erwachsene von den ganzen, der hätte so ein bisschen die Muttis geschnappt. Heaton. Das ist Heaton und er macht den ersten Frag hier mit der USP, der zweite im Wasser, jawohl, Welcome verschießt hier ordentlich. Mit der AK probiert der Frag Nummer 3, schafft er gegen Nevkin und weiter geht's nach oben, die AE in der Hand, A zu den Double Doors. Rampe hoch und jetzt hier links an der Galerie, macht er noch einen weiteren Headshot, schafft er das Ace, jawohl, was für eine Runde von Heaton. What I remember most about that round is like Potty was like, oh my god, and we played with Vesla and he was, sit down, that wasn't too special, just focus on the game, and we're like, unbeschreiblich, wie er da die 5 Leute weggemacht hat. Klar, das war natürlich die Demo, die um die Welt ging. Und ja, die Jungs von 4Kings, gegen die wir auch oft gespielt haben, taten mir natürlich leid, weil das hat ihn tatsächlich zur Legende gemacht. We played such a long time together, and even though not to diss him, maybe he wasn't the most talented one always, but he always had this high dedication that took him real far. And I think the winning mentality and everything surrounding that, it's one of the most important aspects. Heaton war von den skandinavischen Clans auch nochmal der beste Einzelspieler. Also der konnte das aber auch in Clan Wars übertragen. Heaton was like this bad boy that you could
you could see the evolution of the guy, not only in the game, also as a person. We've seen him grow, and that's kind of one of the coolest thing in this family, the CS family. I think we've seen him from being a kid that was a little bit, you could see him angry and a little bit of a hooligan. Sometimes he was called a hooligan, but then he evolved into a person that I think was pretty nice outside and inside. So he became a grown-up. Der war damals the player to beat und hat halt wirklich mit vielen Leuten in vielen verschiedenen Konstellationen Turniere gewonnen. Get rocked. CS has taught me everything about life. Like, that's the honest truth, mostly because I didn't have a lot of friends. I got a lot of friends. I have friends all over the world. But I got to see the whole world as well. It means the world to me. Edward. Es geht rein ins Duell. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? No, I'm sorry for that. It was an accident. Lord. What made us special was dedication, like the willing to win tournament. Er war auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Es gab voll viele Parallelen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag und einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen, und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Das war einer der pursten Menschen. Hatte keinen bösen Gedanken in seinem Leib. Super soft, super sanft, so ein toller Mensch. Es tat wirklich einfach weh. Neben das alles noch zu dem, dass einfach ein junger Mensch viel zu früh gegangen ist. Nothing. What was impressive to me about Nuke, for myself, when I think back, is I didn't need to stand in any one spot to line up through the wall. Like, I did that because I had some set lineups for unique boxes, but I could be at any angle and I felt comfortable shooting through the wall in Nuke. So it was always a special map for me to play and have moments on. And then of course that ace I know people talk about a lot. Thunder. Blizzard. Easy to play, hard to master. Wie das beschreibt Herr Counter-Strike perfekt. Richtig guter Spieler, so auch ein Allrounder, sag ich mal. Konnte alle Waffen so ein bisschen, alle Waffen gut, der hatte ein gutes Spielverständnis. Blizzard hatte für seine Teams, glaube ich, schon eine sehr große tragende Rolle, weil er auch ein Ruhepol und auch ein witziger Dude war, der aber auch viel Ahnung hatte von Counter-Strike und sich eben damit beschäftigt. Blizzard war immer und ist immer eine Konstante gewesen. Ich glaube, er ist nicht immer wie andere so komplett rausgestochen als Master-Fragger, aber der war immer konstant, hat immer Leistung abgerufen und ist, glaube ich, genau deswegen auch immer auf einem hohen Level geblieben. It's time for some blizzards. Cool. Fraud. 1 gegen 5, geht da was? Wie viel kann er mitnehmen? Kann er die Runde irgendwie lohnen? Den ersten macht er, dann macht er den Quickscope. Und dann ist der 3K. Oh mein Gott, was für ein Klatsch von ihm. 2 Spieler noch am Leben bei Mouseboards. Unglaubliche Situation hier von Fraud. Geht da noch mehr? Kriegt er die Runde hier auf sein Konto? Wie viel kann er mitnehmen? Dieser Klatsch ist schon jetzt insane, meine Lieben. Geht da noch was in 4K? Wenn man gegen Fraud gespielt hat, man musste sich fürchten. Also man hat Angst gehabt, dass man keinen Fehler macht oder ihm keinen leichten Pick gibt. Wenn Fraud on Point war, war das einer der ekelhaftesten Spieler, gegen den du gespielt hast. Was der mit der AWP gemacht hat, war anders als andere. Wie der dann getroffen hat, war nicht mehr normal. Also ein sehr ekelhafter Spieler gegen den Spieler, aber sehr netter Junge.
there's just a list that goes down of people that message me. So all these people message you? Yeah, they get all these messages. He was a huge reason to our success. We also helped unlock him. We knew what we had, and we had really good utility and ways of setting him up. And you know, that was what made us special, is we knew how good he was, and we were doing everything we could to put him in the best positions he could be to frag. It wasn't just him running up mid all the time. Bei Frog, da gab es ja sowieso keine zwei Meinungen. Das war ja eine absolute Maschine. It's been like a fantastic experience. I would never trade that back for anything in the world. I mean, everything that I've done, even outside of gaming, has always kind of revolved around what I did in gaming. I stayed in it for a very long time, so I definitely don't really plan on going anywhere, you know? Was mich fasziniert hat an CS war einfach dieser Wettkampf. Also im Team kompetitiv gegen andere spielen, sich verbessern, auf Turniere fahren, in Ligen spielen und sich einfach messen. Roman. Und wir haben einen deutschen Meister! Stadtpixel gewinnt hier! Das ist doch nicht zu glauben! Durchdrücken. Einfach nur durchdrücken, vom Gaspedal gar nicht runtergehen. Wahnsinns-Frags gemacht. Roman war auch sehr gut, immer ein geiler Typ. Karn. Karn jetzt hier im 1 gegen 4, bekommt den ersten und jetzt muss er sich hier irgendwie Zeit verschaffen, bekommt er den zweiten nicht im Anschlag, muss jetzt hier die Einzelduelle suchen, bekommt er den zweiten, aimt hier auf den dritten, kriegt den vierten, was ein Klatsch! I went at it from an ambition or ambitious standpoint that this is something I can become better than my friends, better than classmates in school, one of the better players among other schools in the city, and eventually climbing that ladder and becoming one of the best players in the country and hopefully use that as a launch pad to go international. Bei einer Stufe mit Forrest in Sachen Wichtigkeit, der war nicht ruhig. Der wirkte ruhig, aber der hatte sehr viel Feuer in sich. Hat auch immer Klartext gesprochen, aggressiv gesprochen. War eigentlich das Pendant zu Moon bei uns damals. Kahn war der Ingame-Leader, der hat die Taktiken gemacht. Ich glaube, der hat das Team auch ein bisschen zusammengehalten oder die Stärken rausgeholt. Also der war super wichtig für das Team damals. Seine Fähigkeit, Sachen zu vereinfachen, das hat einfach kein anderer geschafft. Jeder andere musste alle Sachen immer noch komplizierter machen, um dann jeden noch in die Position zu bringen. Und er hat es umgedreht. Er hat gesagt, ich mache es einfacher, es gibt nur noch die eine Flash und damit gehen wir alle hoch. Und damit haben sie alleine wahrscheinlich schon 1-2 Seasons dominiert, nur durch diese Spielweise. Kahn ist der In-Game-Leader, unfassbar unterschätzt, den ich immer gerne bei SK gehabt hätte. Ich glaube, es ist ganz cool, dass er nie zu uns gekommen ist, aber der Respekt vor dem, was er spielerisch und als Captain geleistet hat, Wahnsinn. Lopez. Hyper. Mein Lieblingsspieler so generell, das ist ein Spieler, da willst du auch hin, du willst auch so ein Spieler sein. Hyper hat mich halt übertrieben beeindruckt und inspiriert, weil der kam mehr oder weniger aus dem Nichts, hat dann das Team angeführt, aber wie? I think we're good. We're really good, that's all. I think we're unstoppable right now. I think we could beat anyone. But next tournament, you'll never know. Johnny R. Johnny R nimmt hier die Flash in die Hand, wirft sie rein in Cutter, sieht aber den Spieler auf dem Catwalk, nimmt ihn raus. Nächster Kill. Schön das abgehalten. Das ist die AWP, er macht's hier wunderbar. Das ist Johnny R. Eigentlich habe ich damals sehr viel auch in einem Internetcafé gespielt und das Spiel hat einfach alle begeistert. Also vorher im Internetcafé haben manche Quake gespielt, manche Half-Life und als Counter-Strike da war, haben alle nur noch Counter-Strike gespielt. Es war einfach das Spiel, das hat einfach alle begeistert und es hat halt alle mitgenommen, deswegen war es cool. Absolute AWP-Legende, geht auch in die Geschichtsbücher ein, so als beste deutsche AWP wahrscheinlich. The way he played on the frag movies, and I mean, he was a great player. We played some together as well. He was really good. But he was like, when I saw him play the first time on the frag movies and demos, I was like, wow.
I should probably AWP as well. Well, I tried it and I was horrible at it. So back to basics. But that was like, shit, that's a real inspiration. He was the reason people initially paid attention to mouse sports, because they were like, Johnny Hart has a team. I've got to see this online. This sounds like BS. And I even know some of the Scandinavian players did think, like, there's no way he's going to do any of that at LAN. And I would say, year on year, he actually did get pretty good. Johnny war halt einfach eine krasse AWP. So, ne? Und der hat damit alles getroffen. Mit seinen Special Settings, die er dann hatte, und der Erste, der dann da irgendwie auch mal sich mit Konsole und den ganzen Tweaks und sowas alles beschäftigt hat und dann da seinen Weg gefunden hat. Potty. I never liked being in the spotlight, even though it sounds strange because I was always competing and trying to be the best in the world, right? But sometimes you don't want anything to do with the fame that comes around it. So I was really happy of being the guy in the background. The older you get, the more he realized that sometimes even like the guy in the background makes the other people shine, right? Du brauchst ja auch dann Spieler, die sich unterordnen können, ne? Die jetzt vielleicht auch nicht nach außen hin an vorderster Stelle irgendwie stehen wollen, ne? Sondern den anderen irgendwie den Raum geben. Und ja, ich glaube, da stand er für und das hat am Ende auch das Team ausgemacht. Kerrigan. Counter-Strike für mich bedeutet alles seit 20 Jahren jetzt. Das war meine Hobby und jetzt ist das meine Arbeit und Hobby auf derselben Zeit. Ne? Das ist das beste Arbeit, den der Welt gibt. Mega Weg, also wirklich verrückter, dummer Däne am Anfang, der sehr, sehr viel gelernt hat. Into, langsam wird's Däne, into super smarter, erfolgreichster von uns allen, die damals gezockt haben, Däne. Zeus. Executor im 1 gegen 4 bekommt direkt den ersten. Der hat noch 3 Gegner vor sich. Einen von der Seite geholt, moved das super auf die Kiste. Einer bleibt noch übrig, der Flick auf den Kopf. The way I remember it, he would be invisible for most of the time. And then when you need to get the round or when you need to do something really, really extraordinary, Jürgen would be the guy. Zed. Moon. Counter-Strike war immer was du mit jedem zusammenspielen konntest, auf jedem Niveau. Jeder konnte mal den Frag machen. Am Ende des Tages aber, das ist ein Teamspiel. Das Team war immer das, was den Spaß ausgemacht hat. If you ever watched this guy's demos, he was also way more skilled than any stats would tell you. Like, he was clearly someone as an in-game leader who sort of knew how to use himself in the game and his team. So I actually think in some ways, and even draw the contrast with what God B was like, because I always thought God B in later years was both a very skilled player, but also clearly had a great mind for the game and was sort of the chess master. So I think that's the player I always think of, because for me, he's one of the all-time underrated CS players. Einfach ein kompletter, guter Spieler, war auch sehr bestrebt, die Leute zu verbessern. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Einer der Spieler, der andere besser machen möchte. Aal. The problem with Aal was that he was so damn lazy. He didn't put the hours in anywhere near. He would have been the best of us all because he had so much, or maybe like Spawn. He was so talented, but he was so lazy. He had so much other stuff. You know, he wanted to go out and meet girls and, you know, have a good time and not putting in the hours. He could have been so good. He could have been so... He was a great player, don't get me wrong. But he could have been so much better. Gobi. Ich schaue auf jeden Fall mit einem Lächeln zurück und denke mir manchmal, heilige Scheiße, ist das schon lange her. Gob, Rauslüftungsseiter, Forrest geht dann runter in die Pit, Red fällt. Gobi mit 2, ist jetzt im 1 gegen 3, schafft es DSN rauszunehmen, jetzt im 1 gegen 2, das Line-Up für Gob, das ist wahr, er macht das Ace! Erfolgreichster deutscher 1-6-Spieler, den wir hatten, mit Abstand, mit riesigem Abstand, absolute Erfolgsgarantie, wenn du den im Team hattest. Er ist eine Motivation, also ein Motivator, also ein richtiger Leader. Also davon aus dem Spiel und in dem Spiel. Er hat Counter-Strike seziert und er konnte halt alle seine Spieler führen. Also er war ja nicht nur, dass er irgendwie über Taktiken oder was weiß ich da gesprochen hat, sondern er war auch ein sehr, sehr guter Ingame-Leader, dass er halt wirklich seine einzelnen Schachfiguren, so wird er es wahrscheinlich nennen, da immer genau da verschoben hat, wo es irgendwie gerade den maximalen Erfolg fürs Team gebracht hat. Manchmal ein bisschen zu sauer in dem Spiel. Da war ein paar Momente, wo er ausgerastet ist auf seine Teammates, aber man weiß mit Vater alles Liebe, er will nur gewinnen. Er will das Beste von allen Spielern haben. Starix.
I could list off like hundreds of people I met through Counter-Strike, and I think that's one of the biggest things. It's the community, it's the competition, obviously, one, and the gameplay is unrivaled. Gore. Contact, Gore deliver den Headshot gegen Undi. Dadurch jetzt von ihm der Push raus. Den linken hat er tatsächlich noch nicht gespottet, aber der Headshot gegen Merc, der sitzt. Und dann auch hier mit der AK drückt er einen Headshot nach dem nächsten und damit das Ace. Vom Einzelskill war für mich Gore einfach so das Nonplusultra, sag ich mal. Der vom Aiming her, vom Spielverständnis war der einfach eine Klasse für sich, würde ich sagen. Gore war immer so ein Rebell. Bisschen assi, hat irgendwie sein Ding durchgezogen, fand ich auch cool. Just gorgeous. Sehr frag-orientiert, sage ich mal. Weniger jetzt taktisch wie ein Roman R., aber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Wahrscheinlich sogar der beste Spieler Österreichs damals. Vielleicht heute noch, wer weiß. Element. Also das erste Wunderkind wirklich vom CS. Mit 15, 16 schafft er das da wirklich das beste Team der Welt, wechselt dann nochmal hin und her und heiß begehrt. Das war schon herausragend und dann war er privat auch echt noch lustig. Also haben ihn ja abseits der Turniere dann auch kennengelernt und war ein sehr sympathischer, lustiger Mensch. Element is fantastic. I love him. He's a good guy. He's funny and also raw skill. You had to sort of build the tactics around what he's gonna do, rather than him being into the tactics. Er galt ja damals irgendwie als bester Spieler der Welt. War, glaube ich, auch der erste Spieler, für den irgendwie Ablösesumme gezahlt wurde. Ist jetzt auch in irgendeiner E-Sports Hall of Fame. Es gab eigentlich zu der Zeit, glaube ich, keinen schillernden Namen als irgendwie sein. Those were the names. That was the Messi and Ronaldo's of the CS 1.6 times. Der beste Spieler insgesamt. Ja, okay, die beiden sind natürlich schon mal gute Kandidaten. War so ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich könnte gar nicht sagen, wer besser ist. It was always these two players. They were almost always competing for the MVP, for the Player of the Year. Der beste Spieler in Counter-Strike. Neo ist noch ein bisschen der komplettere Spieler. Forrest ist der mit das bessere Aim hat von beiden, aber Neo ist der komplettere Spieler. Wenn man Forrest und Neo vergleichen würde, würde ich sagen, Neo hat noch mehr Spielverständnis gehabt. Wobei, ja, weiß man natürlich so nicht, aber so kam es einfach rüber, dass er nicht nur bei Aiming kam und generell vielleicht ein bisschen kompletter war. Trotzdem würde ich sagen, Forrest ist besser. Neo. Forrest. Forrest an der Rampe, sieht den ersten, macht ihn, den zweiten gleich noch hinterher, geht er weiter durch, macht den Triple Kill und auch noch den Quad. Gut, hier, macht ihn! Junge, schön diese zwei weggenietet! Bitte runter! Und da ist das Ace! Ich war ein sehr großer Fan von Forrest, immer schon. Glaub aber, wenn ich zu dem Zeitpunkt, zu der Peak-Zeit in Counter-Strike 1.6 gucken würde, müsste ich sagen, dass Neo der beste Spieler war in Counter-Strike 1.6. Wie der sich durch die Map bewegt hat, war wirklich wie Neo the One in der Matrix. Also der hat die Sachen verändert und also für mich der beste Spieler der Welt wahrscheinlich mit Forrest zusammen, ja. He was like just a scary dude to play against. Even though we were like 3 against 1 and you knew he's coming, you never knew what's gonna happen. One of the best aimers ever. Und das war's auch fast schon mit dem Video. Es ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, dass die Ratings der Spieler natürlich subjektiv sind. Ich habe zwar mit vielen Profispielern darüber diskutiert, aber ich verstehe es auch, wenn jemand anderer Meinung ist. Und natürlich hätten es auch viele andere Spieler verdient, in dem Video erwähnt zu werden. Und die haben die Ball mit dem Chip durch die Decke. Ey, steckt wer auch wieder ganz... Keiner B-Mann, glaube ich. We're down to a 1v1. So 1v1 versus Trip. Nate comes in. Can Trip finish it off? It's a... Oh, gonna take it. City is